Hallo, Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu LA Noire. Wir haben gerade die Frau befragt vom Mr. Black und sind nun auf dem Weg, ja, wo fahren wir nicht hin? Zu Kavanaugh's Bar, um dort vielleicht mehr über den... I'm glad to be out of there. Mr. and Mrs. Black don't seem to have the happiest home life. He's too scared to divorce her, and she's too much of a shrinking violet to throw him out. If this hadn't happened, they could have stayed miserable together forever. Think she could have killed him? She sure as hell doesn't seem the type. Stranger things have happened. Sorry, ma'am. Und versuchen ein bisschen mehr herauszufinden vielleicht, weil wenn er da wirklich oft ein- und ausgegangen hat, ist ja doch manchmal die Bar ein Ort, wo, gerade in den frühen 40ern, da haben wir einen Einsatz. Wir werden uns also dahin begeben. Denn da war gerade ein Einsatz, der gerade zugeschaltet wurde. Schauen wir uns mal an, was da gerade so Sache ist. Weit kann es ja theoretisch nicht sein. Sie sind meistens ja alles ähnlich. Was man vielleicht noch sagen sollte, es gibt ja die Karte. Und man sieht, auch wenn ich gerade sage, es ist alles sehr ähnlich zueinander, man sieht gleichzeitig auch, es gibt ein sehr, sehr großes Gebiet, was es zu entdecken, was es gibt. Und wie man sieht, wir sind gerade... wo sind wir denn? Da sind wir. Nein, wo sind wir denn? Wir sind weg. Ich finde uns gerade nicht. Auf jeden Fall, unser Ziel ist der Schauplatz des Straßenverbrechens. Und wir haben auch hier, ähnlich wie bei GTA, eine sehr, sehr große Stadt zur Verfügung, in der wir uns bewegen können. Und Gott sei Dank, dank der gut funktionierenden Autos auch, können wir schnell von A nach B fahren. Wie man sieht, gerade wenn man die Straßen herunterfährt, ist es dann doch... Oh! Ja. Entschuldigung, das war mein Fehler. Sonst geht's dir gut? Perfekt. Also wie wir gerade gesehen haben, normalerweise weichen die Autos aus im Straßenverkehr, wenn wir mit Sirene fahren, aber in dem Moment waren wir einfach auf der linken Spur unterwegs und viel zu schnell, als dass da irgendwer hätte reagieren können. Andernfalls haben wir halt die grünen Ampeln. Und da habe ich gerade die Ausfahrt verpasst. Oh. Kid, Ah, drop da. that money one more time and you're a goner. Sorry, mister. It's just my hands are shaking. Shut up! Get the money in the bag. Yes. Yes, sir. Hurry the hell up, will you? Come on. It's goddamn cops! Careful! He's got a gun! Nicht eine Waffe, sondern gleich eine Schrotflinte. Und er flüchtet. Und wir gleich hinterher mit einem Zivilwagen. Wir versuchen eben so gut es geht auf den Fersen zu bleiben. Was gar nicht so einfach ist. Da gibt er nochmal Gas. Oh. Stop here! They're making a break for it on foot. Ups. Da sind jetzt beide irgendwie. Der eine habe ich fast überfahren. Wow. Reinforcements are on the way.
Cease and desist. Der schöne Wagen. Und wir haben beide gerade so erwischt. Ich hätte ihn erst einfach überfahren sollen, als ich die Möglichkeit dazu hatte. Car 11K to KGPL. Bristol Hotel 211 is code 4. All units be advised, code 4 at the Bristol Hotel on 8th Street, code 4. Ja. Und wir haben unser zweites Straßenverbrechen gerade gelöst. Und fahren jetzt dann weiter zurück zu unserem eigentlichen Einsatz. Aber das sind gerade, das finde ich ganz das Schöne, diese Nebeneinsätze, die es da gibt, sind recht spannend eigentlich gemacht, gerade wenn es dann noch ein paar, da das Spiel eigentlich mehr auf dieses Rätsel Lösen der Fälle gedacht ist. Das ist doch schön, dieses nebenbei, upsala. Nebenbei diese paar Szenen zu haben, wo wir dann doch einmal zur Waffe greifen dürfen und dann doch einmal direkt im Faustkampf gegen den einen oder anderen, also Faustkampf, ja auch im Faustkampf natürlich, aber da eigentlich mit Waffen doch einmal die Härte des Gesetzes durchdrücken dürfen. Ist gar nicht so einfach jetzt zu fahren teilweise. Auch wenn der Verkehr in Los Angeles jetzt noch nicht so viel ist wie heute. Immerhin kann sich zu dem Zeitpunkt noch nicht jeder ein Auto leisten. Und so viele Autos wie ich gerade zerdepper, wird das auch nie wieder jemand können, habe ich das Gefühl. So, da sind wir bei Cavernous. Und mal schauen, Mr. Black. Hey, I know you. No, you don't. Doch bekannter ist. Looking for someone? Ja, ich suche nach You know Black. Frank Morgan? Oder Frank Morgan, genau, sein Sure. bester Freund. Frank's a regular. He's a loner in the back. Dann schauen wir mal. Frank Morgan? Who's asking? Warner. Cole Phelps, LAPD. I understand you're a friend of Adrian Black. Yeah, I know. Are you aware that he's missing? No, I hadn't heard that. Tough break. So, dann haben wir unsere Befragung jetzt mit Mr. Morgan, der jetzt schon im ersten Moment nicht gerade die angenehmste Person zu sein scheint. We found Black's car abandoned in a freight depot, covered in blood. You know anything about that, Morgan? Hell no. I'm sorry to hear that. I like Adrian. He's a good boss. Please, don't tell me you actually believe this jerk-off, Phelps. Nein, er lügt ziemlich sicher, You're lying, weil... Morgan. You were there. And you're talking out your ass, detective. How about you prove I was out at that rail yard? Ganz einfach, wir haben eine Rechnung auf deinen Namen. Wo ist sie denn? Quittung für lebendes Bein von F. Morgan, You were unterzeichnet. there, Morgan. We found a receipt in the trunk of the car. It has your name on it. We can call the slaughter yard and nail you on it. All right already. That fool Adrian's fallen for some dame in Seattle. He wanted me to make it look like he'd been attacked. Das fühlt sich schon besser an. Und Where Aufenthaltsort? exactly is Black holed up? No idea. I think he took off for Seattle. Schlechter Lügner. Aber in dem Fall haben wir keinen Beweis, wo er ist. Das heißt, wir zweifeln Hide your an. stick, Morgan. Spill it, or we take you out in the alley and we knock it out of you. He's holed up at my place. He's waiting for some money to come through before he blows town. An address? It's an apartment house at the corner of Temple and Figueroa. Apartment number 2. I think Na that's geht all. doch. Thanks for your help, Morgan. We appreciate it. Hey, I'm just glad I could help. I love cops. Cuff him, let him go. It's up to you, Phelps. There's no way I'm writing this idiot up. You want a tip? I'll fill my coffee faster next time, honey. Ich kann ihn verhaften oder ich kann die Bar verlassen. Er ist ein Trottel und ein Idiot, You're aber getting nothing more from me.
Ich verhafte ihn jetzt mal nicht, der soll einfach nur... Ja, ist es ja nicht wert, ne? So, wo ist mein schöner Wagen? Immerhin hat er nicht wirklich was getan, außer ein Schwein zu kaufen. Und wenn er was getan hat, kann ich ihn immer noch hops nehmen. Frank Morgan is not one of those people. No, he is not. AGPL calling car 11K. 11K, come in. 11K, go ahead. Message from Technical Services. Blood found in the abandoned Lincoln at the PE Freight Depot is not human. Repeat, not human. Compositional analysis reveals swine as the most likely match. Roger, KGPL. Time to reel this guy in, Phelps. Any in the vicinity, see the man at 211 just occurred. 3rd Neal Street. Stand by for further unit to handle code 3 identified. Also wie auch gerade die Polizei durchgegeben hat über den Funk, es handelt sich nicht um menschliches Blut, sondern um Schweineblut. Das heißt, anscheinend hat sich hat sich Mr. Blake nur totgestellt, damit er mit seiner Flamme in Seattle durchgehen kann. Und F. Morgan war sein Komplize in dem Fall. Er hat sich, ja, wie gesagt, ich hätte ihn verhaften können, aber habe ich jetzt nicht. Interessante wird jetzt eher, wir haben hier einen neuen Fall. What took you so long? They're getting away. What happened here, sir? They had guns. Dirty louses took everything and then booked. They went that way, the stairs alongside the track. Und dann schauen wir mal, wo sie sind. Und das hier ist, wie gesagt, so ein Nebeneinsatz wieder. LAPD! Taking a run to the car. Stop him, Phelps. Ah. Und der ist entkommen. Das ist nicht so gut. Wir versuchen es gleich noch einmal. Ups, Salah. So. LAPD! Taking a run to the car. Stop him, Phelps. I'll blow your goddamn brains out. Uiuiuiui. Bin zu nahe gekommen und er ist geflüchtet und der andere hat das Feuer öffnet und ich habe eigentlich gedacht, ich hätte noch genug Zeit, dass sie einfach flüchten. Alle guten Dinge sind 3. So, diesmal wischen wir die aber. LAPD! Taking a run to the car. Stop him, Phelps. Und diesmal haben wir sie beide erwischt. Das hat natürlich mit präziseren... Shots fired. The suspect is down at 3rd and Hill. Code 4 here, but I need an ambulance. 11K, roger on the ambulance. All units, the shooting at 3rd Neal Street is code 4. Code 4. Hätte natürlich mit präziseren Schüssen noch klappen können, aber in dem Fall, ja, haben wir es nicht besser hingekriegt. Wir fahren jetzt immer noch zum Apartment vom F. Morgan, um Mr. Black jetzt entsprechend in Gewahrsam zu nehmen. Warum bleibst du stehen?
Wir sind hier jetzt dann auch schon bei dem Apartment. Let's check the place out. Come on. Und morgen Apartment 2. Apartment 2. Das wir jetzt aufsuchen werden. Help you, gentlemen? LAPD detectives, Mr. Black. You're under arrest. Look, I'm really sorry about this. I never tried to hurt anyone. I just needed to get away from LA. I won't put up a struggle. Just let me get my things. Phelps, go after him. I'll try to get him Der off in the will car. Remember, the gun is abhauen. Und das wollen wir aber nicht zulassen. Dafür, dass du doch ein paar Kilos mehr drauf hat, ist der echt schnell. Back here right now. It's over, Adrian. Why not just come clean with her, Black? Why the melodrama? I thought it would be easier. No, it just got a whole lot harder. Adrian Black, you're under arrest for conspiracy and fraud. We'll see what the DA has to say about wasting police resources on a wild goose chase like this. You're gonna lose your wife, lose your job, and probably end up in the big house. I hope she was worth it, Adrian. Und damit haben wir den Fall Black Turned out to be abgeschlossen. quite some case, huh? Adrian, what an idiot. You got an arrest and a clearance in your first case, and in fine style, too. Well done, detective. Efficient investigation technique, good public presence. You keep that up and you learn from Bukowski here, you could go a long way in this department. Das klingt doch noch ein gutes Feedback schon einmal. Damit haben wir den Fall abgeschlossen. Was haben wir denn hier? The Driver's Seat. Gefundene Hinweise. 14 von 14. Alle Fragen richtig beantwortet. Fahrzeugschaden $1.818, das damals recht viel Geld war. Und Sachschaden von $100. Notizen. Adrian Black kann sich auf seinen Tag vor Gericht freuen, auf einer Abreibung von der Presse. Ja, können wir schauen, was da passiert dann noch. Eigentlich werden wir es nicht sehen, denn der Fall ist für uns abgeschlossen. Wir begeben uns in den nächsten Fall. Und zwar The Consul's Car, der Wagen des Konsuls, Entschuldigung. Und wir werden uns einmal einweisen lassen, was bei diesem Fall so interessant ist. We're gonna keep this short. I'm already late for the DA. First up, Phelps, Bukowski. We got a report of a brand new Packard abandoned in an empty lot off 2nd Street between Olive and Grand. DR is one Oswald Jacobs says the vehicle was dumped in his backyard. There's a patrolman on site. Get down there and see what you can turn up. Any questions? Good. Get going. Gut, damit fängt der neue Fall an, den wir uns auch anschauen, allerdings erst im nächsten Video. Ich danke fürs Zuschauen, freue mich bis aufs nächste Mal und bis dann. In the